Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Tales of Zestiria. Ich habe jetzt mal Nachforschung gegangen wegen diesem Schmelztiegel. Den letzten, Ross, komm mal her, den letzten Schmelztiegel bekommen wir auf der sogenannten Hexeninsel und die ist Bonusmaterial. All das kommt also hauptsächlich nach der Hauptsache. Ich habe überall nachgeguckt. Gut, das heißt, das können wir jetzt erstmal abschminken, alle Schmelztiegel zu machen. Gut, was haben wir dann ansonsten noch zu tun? Seige wird Frieden und Chablis-Chef in Oper. Katz Corner. So, die Tiegel können wir erstmal nicht machen. Ob es in Ordnung war, Mayvin in Logram zu begraben? Da draußen gibt es eine Menge harte Hellions. Okay, ich glaube, damit sind alle Hellions damit ja, diese starken Hellions gemeint. Das heißt, ich habe schon einige davon erledigt. Muss ich mal schauen, welche ich noch nicht habe. Ich finde das doof, dass man das nirgendwo nachlesen kann. Also beziehungsweise hier im Spiel. Katz Corner würde ich gerne suchen. Sergei können wir jetzt eigentlich hin, weil wir ja eigentlich hier in Pendrago sind. Er ist gut. Wir sprechen hier immerhin von Sergei. Wenn du dir solche Sorgen um ihn machst, können wir ihm jederzeit in den Hintern treten, um ihm ein paar aufmunternde Worte zu sagen. Einfach jetzt hier? Ich bin gerade am Überlegen. Hier ist gerade nichts. Ich muss mal bei mir eben leiser machen. Es wird doch ein bisschen laut. Ist hier irgendwas auf der Karte? Nein, wir gehen erstmal zur nächsten Abtei. Vielleicht müssen wir einfach auch zu dieser Kirche wieder rein. Bevor wir natürlich ins Finale geht. Okay, hier ist er. Sehr schön. Hatte ich tatsächlich recht. Sergei, how did the negotiations with Highland go? His Majesty and the King of Highland agreed to make peace with each other. But the process is proving quite difficult. Even though the king agreed to it? It's a mere formality. The conservatives are steadfastly refusing to give up their conditions. And the progressives use this opportunity to build political power. We have allies and enemies on both sides of the fence. Things are indeed in disarray. Man, just hearing about it wears me out. Yeah, sounds pretty tough. Never. It's nothing compared to what Soray and his lady have endured. Just FYI, I'm not actually his... Milady, it is very fortunate to have someone by your side when the road ahead is rife with danger. It's common for men focused on their intentions to not realize how fortunate they are. Please, look after him. All right, leave it to me. Please, forgive me. I'm sure I didn't need to tell you. It's time for the next meeting. Please excuse me. Sergei. Don't worry. I won't budge. For all those who have paved the way for us. Hat Gotteszorn erlernt. Und, was war da noch? Hat Gotteszorn erlernt. Hat Gotteszorn erlernt? Eine neue mystische Arte. Okay, wie löse ich Einsätze? Wie löse ich die aus? Nach der Erfindung nach einer Vierer-Treffer-Kombo bei normalen Status mit SA 5 oder höher. Eine bei einer normalen Combo. Oh, da bin ich gespannt, ob ich das irgendwie auslösen kann.
Nach einer Vierer-Treffer-Kombo bei normalen Status. Mit SA 5 oder höher. Okay. Und wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir irgendwas in der Mode wieder bekommen. Oder? Jo. Entenschwanzfrisur. Das sieht aus wie ein Kackhäufchen auf dem Kopf. Nee. Das sieht nicht gut aus. Gut, dann haben wir das abgeschlossen und haben wir irgendwas noch bekommen. Ich konnte es nicht lesen. Okay, Logrim. Opa. Sorry, wie wäre es, wenn wir dem Haus eines Opas eines Besuchers standen würden? Schon wieder? Okay, machen wir gleich. Sollen wir nach diesem Katz Corner suchen? Es heißt doch Katz Corner, oder? Suchen wir ein Kätzchen, um es zu bitten, uns den Weg zu weisen? Tut mir leid, ich bin keine Hilfe. Okay, das dauert dann wohl noch. Das habe ich jetzt gerade auch nicht. Okay, dann Logrim. Menschen Logrim. Das werden wir jetzt machen. Also ich mache so weit wie möglich alles, was ich kann an Nebenmissionen. Schmelztiegel habe ich auf jeden Fall alle gemacht. Bis auf den 8. Der ist halt in den Zusatzmaterial nach der Hauptstory zu holen. Mal schauen. Weil vielleicht könnt ihr jetzt in den Kommentaren schon schreiben, ob ihr Lust habt, das zu sehen. Dann werde ich das fortsetzen. Herrscher des Landes. Segenstufe 9. Was hast du denn für Gaben mittlerweile? Höhere Objektverlusterate. Ich kann nichts mehr machen. Längere Sättigung. Auch nicht schlecht. Dienste Normen. Flinke Füße. Gegenstände anbieten. Das reicht nie und nimmer hier, aber machen wir mal. So. Brauche ich ja alles nicht. Mal gucken, wie weit das hochgeht. Gaben. Dienst der Normen. Gewinnt eine Normen dafür, den Herrscher zueinander zu dienen. Wenn du eine Normen einsetzt, wird es einfach Ausrüstung für Fertigkeiten zu erhalten, die diese Normen besitzt. Aha, Moment. Achso, ich kann jetzt 2 Normens. Sind die jetzt plus 17? Bei 1000 weniger Schaden. Moment, ich muss mal gucken. Windkraft, Feuerkraft, gewählte Nummern, nicht Elementkraft, plus Fähigkeit gegen Drachen, Furien, Untote. Nö, was ist mit Verteidigung? Verteidigung. SA-Höhen bei Verteidigung plus 25%. Machen wir das doch. Multipliziert sich, also nicht multipliziert sich, sondern dividiert. Addiert. So, jetzt habe ich es. Addiert sich das Ganze hier, wenn die beiden eingesetzt werden? Müssen wir mal gucken hier. Ich weiß nicht, was für einen Standard die hatten. So. Da können wir die Videos angucken. Muss ich jetzt einfach nur mit denen reden hier? Um was auszulösen? Okay, neue Fundstände, seltsame Puppenstatue. Ich habe zwar mit ihm wollte eigentlich mit ihm reden, aber okay. Seltsame Volkskunst. That's a funny thing they've got here.
A doll inside of a doll. Oh? You see them a lot in the north. It's folk art. You don't think... Maybe it's meant to symbolize the relationship between seraphim and humans? Whoa, I wouldn't go overthinking it. But look, they specifically chose this odd configuration. There has to be some meaning behind it, don't you think? Undoubtedly. So what would you say it means then, having a human inside of a seraph? Well, maybe it represents the distinct personality inside each seraph? No, hold on. Perhaps, in depicting a fanciful inverse of the typical seraph and human vessel relationship, it's meant to symbolize coexistence between the two. Zavid, is there anything inside the innermost doll? Yes. Typically in the very core is... a plum pit. A plum pit? Yes, a symbol, of course. But of what? A pit is a seed, a sign of rebirth, perhaps? But then, why a plum? True, some bloom in the spring, but... I'm starting to get why you like toying with our boy Mickey here. I know, right? In some ways, he's even more pure than Sarai. Such rich philosophy. Very profound. Weil er einfach zu naiv ist. Wir sprechen jetzt einfach mit allen, die wir hier sehen. Und da hinten ist ein... Ach so. Das ist vielleicht nur ein Gerücht, aber angeblich können Cuts sich in eine echte Kasse verwandeln. Zumindest habe ich dieses Gerücht vor langer Zeit mal gehört, aber keine Ahnung, ob es stimmt. Okay, jetzt muss ich nach jeder Katze suchen. Jede Katze... Katze? Katze? Da ist eine Katze. Okay. Moment. Hat sich das aktualisiert? Nö, okay. Wir reden jetzt einfach mit denen hier. Könnt euch das ja gerne durchlesen, aber irgendwie komme ich hier mit Lowram jetzt auch nie weiter. Ich würde das hier hinter mir haben. Sprechen. Rappelt sich wieder auf. Okay. Muss ja irgendwo was sein. Ach, guck mal hier. Kennst du Mayvin, die Entdecker Poetin? Warum Poetin? Er ist eigentlich ein Kerl gewesen. Ich bin so neidisch auf dieses Leben. Von Ruine zu Ruine wandeln und die Taten der Vergangenheit besinnen. Sie ist außerdem eine echte Schönheit. Mayvin lebt noch in der Triste-Höhle, wenn ich mich nicht irre. Hä? A beautiful explorer poet named Mayvin? What is going on? I don't know, but now I'm curious. Curious times 100. I've got an imitator. Ja, ich bin auch ultra ja, hier, neugierig. Östlich von der Trisol-Höhle, okay. Ich glaube, ja, das war's, ne? Ja. Den habe ich eigentlich gesucht. Trisol-Höhle. Reisen. Da. Einfach mal reingehen. Vielleicht sollte ich selbst mal gucken, was ich hier machen muss. Das ist die Eishöhle. Nee, ich laufe von außen rein. Vielleicht ist sie auch direkt am Eingang. Zacke vor Eingang der Höhle. So. Da.
Ah, ja. Wie ich es mir dachte. Dann gehen wir mal dorthin. Sie soll eine echte Schönheit sein. Ich bin gespannt. Uah. Gut, ihr wollt kämpfen. 54. Oh, sind auf dem Levelbereich. Naja, wir sind ein bisschen über den, aber schauen wir mal. Okay. Zack. Zack, zack, zack. Hier, komm. Hau ihn um. Wie viel Leben haben die überhaupt? 3900. Paralyse. So, ich weiß nicht, ob die natürlich dann auch... Wer setzen die Dinger ein? Die auf dem Boden lagen. So. Das war kein Shadow Shock, das war irgendwas anderes, aber war schon interessant. So. Nice to be able to put my hair up with a barrette, right? What's a barrette? You don't know what a barrette is? Were you born in a barn? Have you been living under A rock? Ja, kennen wir schon. Jetzt bin ich gespannt. Ja, wenn man das so sieht, ist sie wirklich echt eine Schönheit. Ja. Man kann nicht meckern. And you are? I am the Seraph Aksha. May I ask what has brought you to this distant realm, Shepherd? My name is Saray. We heard about a poet or something named Mayvin. Do you know anything about that? Ah, if it is the poet Mayvin you seek. She rests here. She passed away? Yes, over 300 years ago. As her old friend, I care for her grave. 300 years? He didn't mention that part. It happens sometimes with long-lived seraphim. Their sense of time gets out of sync with the real world. For the man who told us about her, 300 years ago probably felt like no more than 2 or 3. Oh, yeah, I've gotten that. Set my pudding down once and only remembered it 100 years later. Really? Doubtful. Was there something you had wanted from her? We have an acquaintance named Mayvin who's an explorer. We thought maybe she was family, but... Looks like the name was just a coincidence. It is no coincidence. Your explorer friend is the storyteller of time, is he not? How did you know that? This Mayvin was also a storyteller. Those in the clan of storytellers have no names of their own. The name Mayvin is passed down through the generations. So the poet Mayvin was his ancestor from centuries ago. Doesn't Maven mean caregiver in the old tongue? Those born into that name and that oath must accept their fate to be observers of the world. But I wonder, why is that their fate? Wasn't it like the first one did some damn fool thing and wound up forced to take the oath as punishment or something? That I could not say. Only the storytellers themselves might know for sure. Where is the current Mayvin? We were there when he... I see. I watch the world with measured gaze as moments turn to history. The world a lute the people play, and history its melody. Venture on, let your actions turn the world, and I shall watch, until the final star winks out. If solitude must be my fate, then people are my heart. I know your sins and shrieks and joys, for people are my heart. Is that by the poet Mayvin?
The words are filled with love for people. Yes, it was her dream, but surely one shared by her entire clan. It is solitude itself that leads storytellers to cherish the world and its people. I'm sure the Mayvin you knew was happy to have you by his side in his final hour. I hope so. We need to work hard to live up to the hopes that Mayvin placed in us. Irgendwas... Oh, Hüterdingens alte Farbe. Irgendwas hat es von Avatar. Der Geschichtenlehrer. Gut, das natürlich... Avatar hat natürlich verschiedene Namen. Aber irgendwie hat das da was von. Also, jetzt... Der Geschichtenerzähler wird wiedergeboren. Der Zeit und heißt Mayvin. Egal ob Mann oder Frau. Oder vielleicht auch Katze, Hund oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung, ob es das werden könnte. So, wir schauen mal eben kurz. Mode. Normale Kleidung. Wir haben Hirtenkleidung alt. Wow. Sieht schon geil aus. Prüfung. Aufbruch. Hirtenkleidung. Was ist denn der Unterschied zwischen Hirtenkleidung und Prüfung? Sind da irgendwelche anderen Symbole drin? Und Hirtenkleidung. Ist da irgendwie irgendwo ein Unterschied? Also ich sehe keinen. Irgendwelche an diesen... Nee. Ne, ich sehe keinen. Genauso wie diese Kleidung und diese Kleidung. Ich habe keine Ahnung, wo da der Unterschied sein soll. Ich würde sagen, wir laufen mal mit der alten Hirtenkleidung rum. Die war mal schwarz. Sieht irgendwie cool aus. Ja. Sieht cool aus. So. Was haben wir als nächstes? Katz Corner. Gut, Katz Corner weiß ich jetzt auch noch nicht. Vielleicht können wir irgendwann eine Katze ansprechen.